Gepostet von Blackfoot-CKX_. Alle gaffen, niemand hilft. Ich weiß gar nicht so recht, ob das jetzt eine Bitte oder eine Tirade werden soll. Irgendwie ist es etwas von beidem. Wir beginnen mit einem Ereignis, das sich heute Nachmittag zugetragen hat. Ich war mit dem Auto unterwegs zum Einkaufen. Da im Tacho aber mal wieder 0 Kilometer Restreichweite standen, ist eine Spezialität von mir, und ich morgen noch zur Arbeit muss, wollte ich noch kurz tanken fahren. Auf dem Weg dorthin staute es sich an der letzten Ampel ungewöhnlich stark. Nach kurzer Zeit sah ich die Ursache. Auf der Fahrbahn stand ein PKW mit britischem Kennzeichen. Kein Warnblinker eingeschaltet und am Steuer saß eine Dame mittleren Alters, die in ihren Schoß schaute. Irgendwie war ich zunächst ein wenig sauer, da ich davon ausgegangen bin, dass sie sich verfahren hatte und jetzt direkt an der Haltelinie der Ampel in ihrem Handy nach dem Weg sucht. Ich habe mich dann aber auch nicht mehr weiter damit aufgehalten und bin zunächst die 500 Meter weiter zur Tankstelle gefahren. Auf dem Rückweg zum Supermarkt stand das Auto immer noch da. Und irgendwie kam mir das Ganze dann doch seltsam vor. Also habe ich an der nächsten Möglichkeit mein Auto abgestellt und bin zu der Dame gegangen. Das Auto lief noch. Auf meine Geste, das Fenster herunterzufahren, kam keine Reaktion, also habe ich die Türe geöffnet. Ich habe sie dann auf Englisch angesprochen und versucht zu erfragen, was das Problem ist. Allerdings kam kaum eine Reaktion. Insgesamt verhielt sich äußerst komisch, verneinte alle meine Fragen nach Fahrzeugdefekt, Verirrung oder gesundheitlichen Problemen durch Kopfschütteln, sprach allerdings kein Wort. Dazwischen sackte sie immer wieder in sich zusammen, der Blick in das Handy, den ich gedacht hatte zu sehen, und ließ sich nur durch Schütteln wieder erwecken. Ich habe mit daraufhin recht zügig entschlossen, den Notruf zu wählen und Hilfe zu holen, die dann auch recht zügig in Form der Polizei und eines Rettungswagens kam. Kurze Zeit später stand dann auch die Diagnose fest: Hypoglykämie, alias Unterzuckerung. Nach einer Gabe von Glucose durch den Rettungsdienst war die Situation schnell entschärft und die Britin sprach auf einmal sogar akzentfrei Deutsch. Wenn ich nur eine kleine Selbstbeweihräucherung veranstalten wollen würde, wäre der Post hier vorbei. Ist er aber nicht. Denn es geht noch um die weiteren Umstände. Ich weiß nicht, wie lange das Auto dort mitten auf der Spur gestanden hat. Von meiner ersten Vorbeifahrt, dem Tanken dazwischen, bis zum Eintreffen von Rettungsdienst und Polizei sind locker 15 Minuten vergangen. Wie lange der Wagen bereits vorher dort stand, weiß ich nicht. Bis ich an dem Auto war, hat scheinbar niemand ernsthaft danach geschaut. Und auch während ich dabei war, hat niemand das Fenster heruntergefahren und normal nachgefragt, ob ich irgendwie Hilfe brauchen könnte. Im Gegenteil, ich bin sogar angehupt worden. Aber gegafft, das haben sie natürlich alle aus ihren Autos wie die Ölgötzen. Und das auch schon vor dem Eintreffen der Blaulichtautos. Es war 16:30 Uhr, die Straßen waren brechend voll. Während der gesamten Zeit müssen Dutzende Autos an ihr vorbeigefahren sein, von denen niemand auch nur irgendwie reagiert hat. Vielleicht war es meine Erfahrung aus 8 Jahren haupt- und nebenberuflichem Rettungsdienst und fast 2000 Einsätzen, die mir dabei gesagt hat, dass etwas nicht stimmt, aber irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen, dass sonst niemand auf die Idee kommen könnte, mal kurz zu fragen, ob alles in Ordnung ist. Und auch wenn ich glaube, dass viele von euch solche Geschichten hier schon gelesen haben und wahrscheinlich besser reagieren würden, trotzdem nochmal die Bitte. Wenn ihr in eine Situation kommt, in der etwas unüblich erscheint, ein PKW, der ohne Warnblinker mitten auf einer Spur steht, eine Person, die auf der Straße liegt, oder ähnliches. Nehmt euch kurz die Zeit und fragt zumindest kurz, ob alles in Ordnung ist, oder ob Hilfe benötigt wird. Für gewöhnlich ist einem dafür keiner böse, und wenn mal tatsächlich etwas passiert ist, dann ist es nur umso besser. Und sei es, dass ihr nur die Polizei oder den Rettungsdienst anruft. Beides ist immer noch besser, als einfach nur vorbeizufahren und nichts zu tun. Danke. Edit, um es vielleicht nochmal hervorzuheben, was einige schon in den Kommentaren erwähnt haben. Ja, das hier muss ich ganz klar auch als Selbstkritik sehen. Auch ich bin beim ersten Mal vorbeigefahren und habe nichts getan. Es hätte früher Hilfe vor Ort sein können. Und das ist auch die Lehre, die ich aus dieser Situation ziehe. Ein zweiter Blick kann in so einer Situation manchmal nicht schaden, auch wenn man meint, dass der erste Eindruck eindeutig ist. Gepostet von Miss Kelly Mojo. Ich habe gestern einen Krankenwagen gerufen, als ein älterer Mann an der Ampel zusammengesackt ist. Ich denke, viele dachten, er sei betrunken, war er aber nicht. Ich denke mir dann immer, einmal kann es zu spät sein und VLLT hat jemand einen Schlaganfall oder Herzinfarkt oder sonst was. Lieber einmal mehr ansprechen und gucken als weitergehen. Super wichtig. Karma ist keine Einbahnstraße. Mein Ex-Freund ist an einer Unterzuckerung verstorben. Er ist in der Badewanne ins diabetische Koma gefallen.
Diabetes zu erkennen bzw. eine Unterzuckerung ist auch nicht leicht. Gut, dass du da warst. Gepostet von Tony Tucker. Ich hatte so eine ähnliche Situation vor ein paar Wochen. Ich fuhr mit dem Fahrrad zur Uni. Vor mir fuhren einige andere Fahrradfahrer. Auf dem Gehweg lag ein Mann regungslos da. 3 Radfahrer sind einfach an ihm vorbeigefahren. Ich bin abgestiegen, zu ihm hingegangen. Er war bei Bewusstsein, aber sprach nicht mit mir. Er trug ein Patientenarmband eines nahegelegenen Krankenhauses. Ein slawischer Name stand darauf. Ich dachte, er spricht kein Deutsch. Nach ein paar Sekunden hielt eine junge Dame an, die weiterhin versuchte, ihn anzusprechen, während ich den Notruf absetzte. Nachdem die Sanitäter ankamen, 5 Minuten, echt flott, bin ich nach Rücksprache weitergefahren. Ich weiß nicht, was aus dem Mann geworden ist. Aber ich bin fassungslos, dass erst niemand anhielt, aber als wir uns dann zu zweit um ihn kümmerten, eine wahnsinnige Aufmerksamkeit erregten. Gepostet von Strang gepresst. Hey, lieber einmal zu viel hilfsbereit sein als andersherum. Letztens bin ich im Zug gewesen, nach einem langen Tag schon etwas müde und hatte etwas vor mich hingedöst, Kopf auf die überkreuzten Arme gestützt am Tisch. Irgendwann stiegen Leute in den sonst quasi leeren Zug hinzu und einer fragte mich auch direkt, ob alles okay sei, er hatte sich sogar nachträglich nochmal erkundigt, ob es mir auch wirklich gut geht. Das empfand ich nicht als Fehlgriff, ich fand es ganz im Gegenteil sehr nett, dass er nachfragte. Vor ein paar Jahren war ich in einer ähnlichen Situation, nur dass ich da von 2 Polizisten angesprochen wurde, die vermutlich dachten, ich würde voll betrunken da im Zug herumgammeln. Gepostet von Hias 2019. Ich habe zu Volksfestzeiten mal eine torkelnde Frau auf der Straße entsprechend einsortiert. Meine Frau hat darauf bestanden, nach dem Rechten zu sehen und auch hier war es Unterzucker. Sie konnte noch mit Mühe Anweisungen stammeln, sich aber nicht mehr selbst helfen. Durch den Apfelsaft im Rucksack der Frau kam sie schnell wieder in die Spur. Ich habe das gelernt, das ist ein ernster, möglicherweise lebensbedrohlicher Zustand und helfen kostet echt keine Mühe. Frag direkt nach Unterzucker, die haben meist etwas dabei. Gepostet von Birli. Kein medizinischer Notfall, aber ich stand mal im Stau vor einer Ampel. Alle sehr aufgeregt und ein Riesengehupe. Als ich dann zur Ampel komme, steht da ein Wagen bei Grün. Ich mach Warnblinker rein und gehe nach vorne nachsehen, weiteres Gehupe und Überholen auf der Gegenfahrbahn natürlich inklusive. Sitzt ein junges Ding am Steuer und telefoniert. Okay, die war wohl etwas dämlich, Fahrzeug geht nicht mehr an, also sitzen bleiben und Papa anrufen. Hab ihr dann die Warnblinker eingestellt und gesagt, ich schiebe sie zur Seite. Konnte das Auto nicht bewegen, also wieder nach vorne und sie bitten, Handbremse zu lösen und Gang rausnehmen. Kurz darauf steht das Auto neben der Straße und der Verkehr kann wieder rollen. Natürlich habe ich mich über die Tussi geärgert. Aber angekotzt haben mich die 50, 100 Fahrzeuglenker, die hupend und fluchend überholt haben. Gepostet von Stormiska_. Ich war vor einigen Wochen mit meinem Freund und unserem Baby abends nochmal spazieren. 2 Straßen weiter lag ein Mann auf dem Bürgersteig und konnte nicht mehr aufstehen. Wir haben mit ihm gesprochen und er war sehr offensichtlich betrunken und erzählte uns, dass er einige Häuser weiter in einer Behinderteneinrichtung lebt. Er war auf dem Weg heimgestürzt und konnte nicht mehr aufstehen. Mein Freund also mit Baby in der Trage los, um Hilfe zu holen, während ich da blieb. In der Zeit kamen zig Autos und Fußgänger an uns vorbei, starren und niemand hat mal gefragt, ob Hilfe benötigt wird. Die Krönung war, dass eine Frau dann mit mir sprach und meinte, dass er ja vor einer halben Stunde da lag, als sie zum ersten Mal da lang kam und sie ja nicht wusste, was los ist. Vielleicht, aber auch nur vielleicht, hätte man mal fragen können, was ist das für eine dämliche Idee, einfach nichts zu machen, weil man ja nicht weiß, was los ist. Gepostet von Dreckskind. Vorletzten Monat habe ich eine Langstreckenfahrradtour gemacht. Am Jadebusen hätt's mich übel hingelegt. Da lag ich also, noch eingeklickt, aufgeschürft, mein Gepäck über die Straße verteilt. Man glaubt es kaum, aber an mir sind mehrere Leute mittleren Alters mit ihren verfickten E-Bikes vorbeigefahren und glotzen mich mit ihrem Buddha-Lächeln an. Keine Hilfe, nicht mal eine Frage, ob alles okay ist. Gar nichts. Die restlichen 40 Kilometer bis nach Bremerhaven bin ich dann aufgrund gebrochener Hand einhändig gefahren. Die letzten Wochen jedoch waren ultra süß. An der Kasse, im Straßenverkehr Öffis und an alle möglichen öffentlichen Orten wurde mir aufgrund meines Gipses bereitwillig Hilfe angeboten, wenn die Leute mich struggeln gesehen haben. An der Kasse waren alle plötzlich super geduldig, die also gibt beide Seiten, vermutlich solange es nicht zu viel Aufwand ist. Gepostet Desan. Das Ähnlichste, was mir mal passiert ist,
war ein älterer Motorradfahrer, der irgendwie beim Einbiegen gestürzt war und halb unter seinem wuchtigen Motorrad lag. Ich habe ihn zuerst nicht gesehen, nur die paar Autos vor mir, die irgendwie so komisch ausgewichen sind. Als ich den da liegen sah und meine lieben Vorfahrer davon düsten, bin ich quasi hinter ihn reingefahren. Warnblinker an, Straße war da blockiert, ausgestiegen, das Ding hochgestemmt, Minus aus den Beinen raus, sodass er rauskam. Dauerte keine 5 Minuten inklusive Frage, ob alles okay ist, aber hinter mir wurde schon gehupt. Gibt halt solche und solche. Gepostet von Kogo 666. Morgen zusammen. Ich war gestern ein paar Einkäufe erledigen und fuhr auf eine mehrspurige T-Kreuzung zu, als ich auf dem Bürgersteig ein Fahrrad und den Fahrer, einen älteren Herrn, liegen sehe. Da die Straße recht stark befahren war, bin ich halb auf den Bürgersteig gefahren und habe dort die Warnblinkanlage angemacht, um dem Herrn zu helfen. Nun hielt hinter mir eine Dame mit einem Kleinwagen an, machte ebenfalls den Warnblinker an und ließ den Wagen stehen. Wir also dem Verunfallten am Helfen, als es losgeht. Hupende Autos, wildes Rumgemecker und erboste Gesichter. Ihr verdammtes Gesindel, hier liegt ein Mensch, tut mir in dem Moment gar nicht leid, dass ihr mal ein paar Minuten stehen müsst, während hier damandem geholfen wird. Mal ein bisschen, nur ein ganz kleines bisschen Mitgefühl und Empathie, ist das zu viel verlangt? Gepostet von DSCRBBL. Viele Leute sind einfach Arschlöcher. Wir waren vor Jahren Ersthelfer bei einem schweren Autounfall, der unmittelbar vor uns stattfand. Den Wagen direkt vor uns hat es dabei aufgerissen und von der Straße geschleudert, der Verursacher blieb mit seinem Wagen auf unserem Fahrstreifen, seine Gegenspur, liegen. Warnblinker an, Notruf gewählt, Unfallstelle, trümmerfeld über alle Fahrspuren, abgesichert und sich um die Verletzten gekümmert. Nach ein paar Augenblicken schiebt sich von hinten das erste Auto ran, rangiert durch die Trümmer, hält an, beschimpft uns, dass wir die Fahrbahn freimachen sollen und gibt Gas. War leider zu perplex in dem Moment, um mir das Kennzeichen zu merken. Da fällt einem nichts mehr ein. Und das war lange vor den Smartphone-Gaffern. Rettungswagen und Polizei waren dann Gott sei Dank wenige Minuten später vor Ort und haben übernommen. Als positives Gegenbeispiel sei aber beispielsweise der Lkw-Fahrer erwähnt, der bei einem anderen Unfall, Fahrzeug hat sich auf der Autobahn überschlagen, noch anhielt, die Fahrbahn blockierte, fragte, ob wir Hilfe brauchen und uns dann noch einen Satz Warnwesten in die Hand drückte, damit man uns Ersthelfer besser im Dunkeln sieht. Gibt also auch anständige Leute. User hat Account gelöscht. Ich habe eine ähnlich gute Erfahrung mit einem Busfahrer gemacht. Nachts Unfall auf Autobahn, ein Auto komplett zusammengestaucht, das andere lag auf der Seite. Der Fahrer des einen Autos, ein sehr junger Mann, lief verwirrt und offensichtlich desorientiert auf der Fahrbahn herum und die Autos schoben sich alle zwischen den Unfallfahrzeugen durch. Wir haben dann als Erste angehalten. Ich habe den verwirrten Mann eingesammelt und gefragt, ob die Polizei überhaupt schon verständigt wurde. Das haben wir dann gemacht, aus dem Auto lief Benzin. Es war eine rundum furchtbare Situation und wir waren die Ersten, die angehalten haben. Das muss locker 5 Minuten vorher passiert sein. Da hatte sich schon ein Stau gebildet, weil die Leute, immerhin, stark abgebremst haben, bevor sie sich über die Benzinlacke zwischen den 2 beschädigten Autos durchgeschlängelt haben. Dann kam ein Reisebus und der Fahrer ist sofort ausgestiegen und hat seine Hilfe angeboten. Der Bus hätte auch noch durchgepasst, wenn er gewollt hätte. Es war aber von bestimmt mehr als 50 Fahrzeugen nach uns das erste, bei dem jemand Hilfe angeboten hat.